So, gerade ready mit der Arbeit. Ich komme aus dem Restaurant raus und jetzt gehen wir noch mit ein paar Leuten aus dem Team zusammen barbecuen hier am Strand. Genau da vorne setzen wir uns jetzt hin, bevor dann die Saison auch wieder vorbei ist und jeder wieder nach Hause fährt. Noch die Geselligkeit, ein bisschen zusammensetzen. Look at this. Solche kleinen Dinge. Hammer. Oh, dann hier ein bisschen Fußball werfen. Und drüben. Da am Barbecuen. Das sind die Momente, die machen es für mich einfach aus. Die Geselligkeit. Ah nee, kannst du nicht. Ja, nee. Nee, ja, ich kann gar nicht. Nou, doe je eerst even lekker joh. Nice, hè? Hello, hello. Ich komme gerade frisch vom Workout. Das heißt natürlich, ja, Porridge Time. Oh yes. Und jetzt setze ich mich da gleich hin, in den Campingstuhl, genieße noch mal ein schönes Porridge. Schau den Nachbarn, die hier gerade angekommen sind, noch beim Einparken zu. Da wird noch fleißig rumrangiert. Stark. Juicy. Das ist übrigens die Art und Weise, wie ich die Podcasts aufnehme. Hier im Zelt, sitzend auf dem Boden. Oder an den YouTube-Trailer, den ich da eingesprochen habe. Das Video, was ich mit Mello da zusammen am Strand aufgenommen habe, wo ich da ein bisschen durch die Dünen laufe und das mit dem Innehalten. Das nehme ich jetzt gerade auf. Strandtag, Kaffee getrunken, gerade noch lecker was gekocht und jetzt geht's noch ein bisschen an den Strand. Einfach sitzen, genießen und mit der Aussicht, hoppa, ja, das ist es, der Weg zum Strand, das liebe ich auch so. So schön.
Das ist so ein krasser Kraftort von mir. Das Wellenrauschen dazu. Mich jetzt da hinzusetzen, mit dem Ausblick, ein bisschen zu journalen. Und genau das, was in den letzten 2 Monaten alles so passiert ist, nochmal ein bisschen in Gedanken durchzugehen, einige Sachen vielleicht aufzuschreiben, vielleicht auch einige Sachen mit dir hier zu teilen. Das ist einfach echt krass. Also irgendwie, ja, ich war heute die ganze Zeit in so einer ein bisschen nachdenklichen Mut, weil die letzten 2 Monate irgendwie so viel auf einmal passiert ist. Gleichzeitig fühlt es sich so an, als wäre ich vielleicht 1-2 Wochen hier. Das ist so krass, wie die Zeit hier verfliegt. Und gleichzeitig ist halt so viel auf einmal passiert. Irgendwie so viele schöne goldene Momente, sei es alleine, sei es mit Freunden, mit dem ganzen Team hier, von denen ich super viele mittlerweile zu meinen Freunden zähle. Das ist wie so eine kleine, ja, wie so ein zweites Zuhause hier einfach. Und das fühlt sich richtig schön an. Ja, super viele goldene Momente und auch super viele, oder was heißt super viele, einfach einige lehrreiche Erfahrungen oder Herausforderungen, die dieses Jahr auch wieder dazugekommen sind. Und ja, wo ich einfach ein klein bisschen stolz drauf bin oder ja, wo ich auch dankbar für bin, dass ich da wieder dran wachsen durfte, dass ich mich da wieder weiterentwickeln konnte. Ja, und das alles, das will irgendwie noch ein bisschen verarbeitet werden, weil zwischendrin ist da gar nicht so wirklich die Zeit für das alles so sacken zu lassen oder dann wirklich wirken zu lassen, weil dann, ich arbeite hier 5-6 Tage die Woche und dann ist immer das und wenn dann mal ein Tag frei ist, dann lege ich mich genau da in die Düne und dann mache ich gar nichts. Dann schlafe ich, dann lese ich, dann gehe ich schwimmen und klar arbeitet das dann alles ein bisschen, aber dann ist hauptsächlich nicht so dieses bewusste nochmal drüber nachdenken, sondern es ist eigentlich mehr Erholung und Sport und ein bisschen wirken lassen. Deswegen, das kickt gerade alles so ein bisschen auf einmal. Ist aber ein sehr schönes Gefühl. Und gleichzeitig fühlt es sich total komisch an, hier jetzt gerade wegzufahren, weil es einfach ein sehr besonderer Ort für mich ist. Und ich bin wirklich gespannt, was in Zukunft hier noch so auf mich wartet. Ja. Und wie ich das so kombiniert kriege. Weil mir macht das online jetzt hier zum Beispiel auch wieder total Spaß, da die Videos aufzunehmen, das zu schneiden. Sei es jetzt hier bei YouTube, bei dem Podcast, TikTok-Videos machen mir gerade auch total Spaß. Und die Online-Arbeit zu kombinieren mit der Offline-Arbeit, das ist gerade so ein Projekt, was, glaube ich, ein bisschen mehr Beachtung findet bei mir. Und wie ich das so hinkriege, welcher Weg sich da noch so zeigt, da bin ich mal sehr gespannt. Freue mich auf jeden Fall darauf, die weiteren Schritte auf dem Weg so zu gehen. Und irgendwie ist das ist so spannend, da kommen gerade so richtige Sunset-Gedanken hoch, wenn ich hier sitze. Das ist irgendwie total spannend. Je mehr ich auf diesem Weg gehe, oder je mehr ich auf diesem Weg gehe, desto deutlicher wird der Weg eigentlich, oder desto mehr offenbart er sich mir auch. Und es gibt immer wieder so ein paar kleine Möglichkeiten oder so ein paar Chancen, so ein paar Türen, die sich dann öffnen oder die sich dann zeigen. Und dann ist bei mir immer so die Frage, okay, möchte ich das? Möchte ich da durchgehen durch diese Tür? Oder fühle ich mich da noch nicht bereit für, ist irgendwie auch die falsche Ausdrucksweise. Aber möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht? Oder welche Schritte sind so die nächsten? Was fühlt sich gerade gut an und was fühlt sich nicht gut an? Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und wie lässt sich das dann so kombinieren? Und immer mehr so dieser Gedanke des Ikigai bei mir wieder durch. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast oder die japanische Glücksphilosophie kennst. Das ist dieses Symbol mit den 4 Kreisen, die sich dann immer wieder mehr spezifizieren zu einem Endpunkt, zu dem Ikigai. Das ist dieser eine Kreis, das, was du liebst, das, was du richtig gut kannst, das, was die Welt braucht und das, womit du dann auch Geld verdienen kannst oder deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Und aus diesen 4 Sachen ergibt sich dann dein Ikigai, also das, was dich erfüllt und was du dann machen möchtest,
Ausdruck noch machst. Du bist gerade fancy Sunset am Start. So was an. Ja, auf jeden Fall ergibt sich dadurch dann ein Ikigai. Oder daraus ein Ikigai. Und da bin ich gerade auch irgendwie, das taucht bei mir immer wieder so ein bisschen auf. Das ist für mich auch persönlich wieder so ein Zeichen, dass es scheinbar an der Zeit für einen neuen Schritt ist. Eine Möglichkeit zu sehen, zu nutzen, wahrzunehmen und zu schauen, was sich daraus dann wieder ergibt. Jetzt gerade fühlt es sich auf jeden Fall sehr gut an, hier zu sein. Ja, das ist es eigentlich schon. Das als kleiner Sunset Talk. Ich setze mich jetzt hier noch hin, genieße genau diese Aussicht. Wow. Daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Das ist schön. Dabei schreibe ich hier ein bisschen in mein Journal. Be kind. Na, fokussiert das oder fokussiert das nicht? Wo ist er? Los. Los. Da. Be kind to yourself. Wichtiger Reminder immer für mich. Schreib ein bisschen ins Journal. Lass ein paar Gedanken los. Und genieß das Wellenrauschen. Einfach wow. Das ist so krass. Hätte ich auch nicht gedacht, ganz kurzer Finisher noch, hätte ich auch echt nicht gedacht, dass ich mit 28 Ende August hier in der Düne, auf der Düne in Holland sitze. Im Sommer als Kellner und Surflehrer arbeite und im Winter als Skilehrer. Das ist, kannst du auch keinem erzählen. Das ist jedes Mal immer wieder so ein innerer Moment, wo ich mir denke, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Wenn jemand fragt dann so, ja, und was machst du sonst so? Ich immer so, ja. Genau das. Ja, deswegen. Mal schauen, welcher Weg sich da noch so offenbart und was noch gelebt und erfahren werden will. Das ist gerade das große Projekt. Mit dem Gedanken verabschiede ich mich jetzt, schreibe in mein Journal und lass das Sunset ein bisschen wirken. In diesem Sinne, danke, dass du hier bist. Und danke für deine Zeit, dass du hier kurz mit mir gesessen hast. Danke. Oh, dieses Orangenstift. Oh, yes! Bisschen scharf. Oh, man. Oh, ganz entspannter Sunset-Shot. Kurz ein Camberbier. Alles klar. Zwischendurch geht's einfach durch. Auch bei so einer Kulisse. Oh, wow. Das ist so ein krasses Sunset. Wow. Die Kamera noch mal eben drehen. Holy. Es ist so krass, wenn die Sonne so richtig im Meer versinkt. Traumhaft. Guck dir das an. Guck dir das an. Und das liebe ich auch. Hier so dieser Weg zurück durch die Düne. Und einfach genießen. Das
Es ist immer so ein Gefühl von Frieden, was sich dann in mir ausbreitet, wenn einfach alles still wird und auch so gefühlt die Natur einfach dann still wird, wenn die Sonne untergeht. Das gibt mir immer so eine richtige innere Ruhe, so ein Gefühl von Frieden. Und ja, mit dem Gefühl geht es jetzt gleich wieder zurück ins Zelt. Und ich bin jetzt auch still. Wow. Schön. Auf dem Weg gerade zurück muss ich an eine Szene denken von vor 2-3 Wochen oder so. Bin ich hier auch vom Sunset zurückgegangen. Bitte, wie krass. Und da war da noch Hauptsaison und viele Familien waren hier. Niederländische Familie geht zurück mit den 2 Kindern. Die 2 Kinder rennen einfach vom Sunset zurück und dann ist auch, wie jetzt gerade, der Leuchtturm angegangen. Der geht immer nach dem Sunset an. Und die Kinder sprinten dahin und sagen so, Papa, 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 der Leuchtturm ist an. Das ist so cool. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist so besonders. Und ich musste einfach so lachen, so schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, das ist so geil, also das beste Beispiel dafür, wie Kinder einfach so voll im Moment sind und diese Begeisterung für so kleine Dinge einfach haben. Das war wieder ein sehr guter Reminder für mich selber, diese ganzen kleinen Dinge einfach immer wieder neu zu erkunden und die Begeisterung dafür zu spüren. Ich habe das richtig gesehen, so diese pure Euphorie einfach, und du hast das auch gehört, das habe ich noch nie gesehen, das ist so geil. Und ich habe mir nur gedacht, ja Mann, das ist es auch. Jetzt gerade muss ich wieder daran denken, wie geil das eigentlich ist. Wow. Ja, das wollte ich noch mal kurz mit dir teilen. In diesem Sinne, jetzt bin ich aber wirklich auch still. Wow. So, it's happening. Es wird eingepackt. Ich bin gerade schon dabei, hier ein bisschen aufzuräumen. Und es fühlt sich irgendwie echt komisch an, jetzt gerade hier alles wieder aufzuräumen. Und was echt nicht ganz so geil ist, es hat echt eine hohe Luftfeuchtigkeit. Es hat echt eine hohe Luftfeuchtigkeit für hier. Und Kollege, es hat echt eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und dadurch ist alles so ein bisschen klamm und fühlt sich nicht so lecker an. Und die Innenseite vom Zelt ist auch richtig schön. Ja, sieht man jetzt nicht auf der Kamera, aber ist alles so richtig schön, feucht, klamm. Super Sache. Und ich freue mich jetzt, das Zelt genauso einzupacken. Super, richtig schön. Hier, es tropft von der Zeltinnendecke. Klasse. Es ist einfach jetzt schon so warm hier drin. Boah, richtig Bock jetzt abzubauen. Wow, cool. Dann, Zelt ist leer. Jetzt wird hier noch ein bisschen sauber gemacht. Innenzelt kommt raus. Wird alles aufgeräumt. Das hier alles kommt noch ins Auto rein. Zzt, Surfboard kommt auch noch mit. Puh, dann war's das schon wieder. Wo kommen die ganzen Schnecken her, ey? Guck dir das an. Jetzt weiß ich auch, warum die ganze Zeit so viele Ameisen hier im Zelt waren. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Aber hier krabbelt ja alles. So. That's it. Hammer. Sieht man eigentlich, dass hier ein Zelt stand? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Bin ich mir unsicher. Alright, Auto ist voll. Ja, passt. Jetzt gibt es hier noch ein bisschen Porridge. Das ist immer ein geiles Gefühl. Weiß nicht, vielleicht kennst du das sogar. Wenn du dann so lange zelten warst, das Zelt aufzubauen ist immer schön. Weil du dann so weißt, okay, jetzt geht's los. Und dann finde ich aber das Gefühl auch wieder total schön, das Zelt dann abgebaut zu haben.
bevor ich losgelegt habe mit dem Zelt abbauen, stand ich hier und habe mir so gedacht, boah, gar keinen Bock. Gar keinen Bock jetzt das Zelt abzubauen, alle Sachen da rauszuholen, sauber zu machen und sowas alles. Aber wenn das dann erstmal alles abgebaut ist und im Auto alles eingepackt ist, dann ja, fühlt sich das schon sehr gut an. Ab an den Strand. Danke für die schöne Zeit hier. Dui! Da sind wir wieder. Gerade frisch zurück vom Strand. Noch ein bisschen Sonne und Energie, Meeresenergie getankt. Die Salzwasserkruste auf der Haut, ein bisschen Salzwasser in den Haaren. Aber das ist ein herrliches Gefühl. Das nochmal zum Abschluss war richtig gut. Und ich habe das total genossen, einfach ein bisschen am Strand zu liegen. Die letzten Monate ein bisschen Revue passieren zu lassen. Weil während die Sachen passieren, ist das immer total, oder finde ich das total schwierig, das alles so zu realisieren, weil sich das sehr oft für mich so anfühlt, als würde ich hier in so einem kleinen Traum leben, weil so viel auf einmal passiert. Danke für deine Begleitung hier. Und wenn du die Art und Videos feierst, dann lass mir gerne mal ein bisschen Feedback da. Und dann freue ich mich auf weitere Projekte mit dir. Danke auf jeden Fall. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Wie gesagt, alle nochmal gedrückt, noch lecker was gegessen, ein bisschen zusammengesessen auf der Terrasse. Und jetzt geht's mit ganz viel Glück im Herzen wieder zurück nach Hause. Und ich freue mich auch echt darauf, jetzt mit ein bisschen Chill Vibes Playlist zurückzufahren. Dabei die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen und alles so, Revue passieren zu lassen. Und dann heute Abend im eigenen Bett schlafen. Boah, und ich bin gerade in so einem richtigen Zen-Modus irgendwie. Ich fühle mich gerade einfach richtig gut. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Bin ich sehr dankbar für. Ich bin sehr dankbar für die ganzen goldenen Momente, die ich hier so erleben durfte. Für all die Erfahrungen, die ganzen Erlebnisse mit dem Team, alleine, auf der Arbeit, abseits von der Arbeit. Das ist echt richtig sehr, sehr wertvoll, weiß ich sehr zu schätzen. Und da bin ich extrem dankbar für. Und genau mit dem Gefühl fahre ich jetzt zurück nach Hause. Dann freue ich mich, wenn ich wieder hier bin. In der zweiten Heimat. Und da fährt auch die eine Arbeitskollegin. Dui! Guckt euch das an. Einfach schön. Doei Brausdam. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.